Die wahrscheinlich sozialsten Medien überhaupt sind nun mal das gute alte Telefon, wo man direkt in Austausch gehen kann mit anderen Leuten, oder auch die Nachfolgesoftware wie WhatsApp, Telegram oder Slack. Davon reden wir heute aber nicht. Heute konzentrieren wir uns mal auf die sozialen Medienangebote, wofür Sie ein Login benötigen. Wenn wir jetzt also diese ganzen zahlreichen, unzähligen Angebote mal durchgehen, muss ich vorab als Disclaimer sagen, ich habe von keinem der Anbieter irgendwie Geld oder Ähnliches bekommen. Und ganz wichtig, wenn ich versuche, Ihnen meine Meinung von Onkologie und Social Media nahezubringen, dann ist das natürlich extrem durch die Onkologenbrille gesehen. Wobei, so ganz subjektiv, wie das vielleicht den Anschein haben kann, ist es dann auch nicht. Wir haben vor einem Jahr mehr oder weniger eine Umfrage gestartet bei über 1000 Onkologen weltweit, um zu fragen, wie der Stellenwert von Social Media denn eigentlich ist. Das Kleingedruckte ist jetzt nicht ganz so wichtig, das können Sie fast ignorieren. Es war halt eine Umfrage unter Onkologen zum Thema Krebsbehandlung, Informationen zu Krebs generell. Und da kam letztlich dieses Ergebnis bei rum. Und ohne große Legende kann ich Ihnen sagen, diese 17% Magenta, die haben gesagt, wir sind komplett neutral, was Social Media angeht. Aber wenn man sich den grünen Anteil und den blauen Anteil anguckt, das teilt sich so auf, dass 2/3 aller Onkologen, aller 1076 Onkologen weltweit sagen, ja, wir benutzen Social Media regelmäßig, um jetzt das Kleingedruckte nochmal vorzulesen, zu den neuesten medizinischen und wissenschaftlichen Informationen zur Krebsbehandlung generell informiert zu bleiben. Lediglich jeder Fünfte dagegen, 20%, meinte, ne, will ich nichts mit zu tun haben mit Social Media, bringt mir in meinem Job nichts. Und als kleine Quintessenz dieses Fragebogens, der natürlich schwerpunktmäßig sich auf die Covid-Pandemie bezog, konnte man aber am Ende festhalten, dass mehr als 90% der Antwortenden gesagt haben, dass sie wirklich daran glauben, dass Social Media die wissenschaftlichen Informationen und auch die Bildung vorantreiben wird. Also so viel nochmal ein bisschen zur Onkologenbrille. Auch hier muss man natürlich sagen, das sind wie gesagt Onkologen, die das ausgefüllt haben. Aber ganz so subjektiv, wie ich das vielleicht mit der Brille gezeigt habe, ist das Ganze dann natürlich nicht. Und ich kann Ihnen vorab schon sagen, es ist so, wenn von Social Media in der onkologischen Community gesprochen wird, dann ist das meistens ein Synonym für einen Anbieter. Wenn wir uns gerade die vielen Möglichkeiten, die vielen Logos, die da hin und her schwirrten, angeguckt haben, muss man sagen, so richtig wichtig, mit Abstand wichtigster Anbieter unter den Social Media Angeboten in der Onkologie, das ist Twitter. Man wird Ihnen, wie gesagt, in der Community kaum abnehmen, dass Sie sich mit Social Media beschäftigen, wenn Sie nur einen spärlichen Twitter-Account mit ein paar Followern haben. Demgegenüber können Sie mit allem anderen kommen, wie Sie lustig sind. Sie können Ihre Facebook-Follower zeigen, Sie können Ihre Instagram-Follower zeigen. Das alles hat bei weitem nicht die Relevanz, die Twitter hat. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wie kommt das, dass Twitter so eine exponierte Position hat? Da kann ich Ihnen sagen, das hat mit den Hashtags zu tun. Twitter hat es nämlich seit einigen Jahren geschafft, das wirklich konsequent weiterzuentwickeln. Es fing an 2009 mit dem Hashtag HCSM für Healthcare Social Media. Das wurde dann in einem nächsten Schritt ein bisschen umgeformt zu BCSM, Breast Cancer Social Media in 2011. Als 2013 dann noch BTSM, Brain Tumor Social Media dazu kam, hatte man sich geeinigt, dass man das jetzt ein bisschen ausbauen würde. Und so ist in der Tat so, dass Sie bei Twitter eigentlich für jede Krebserkrankung einen spezifischen Hashtag haben. Und bei einigen sehen Sie sogar noch eine weitere Spalte, Regular Online Chat. Die frühen Vögel, also BCSM, LCSM, die führen auf Twitter regelmäßige Chats durch. Das heißt, die geben einen festen Termin vor, donnerstags, ist ein bisschen amerikanisch geprägt, lassen Sie es mal 2 Uhr nachts sein, das Thema ist vorgegeben, die Topics sind vorgegeben und dann hat man die Möglichkeit, daran auch teilzunehmen. Oder zur allerdicksten Not einfach nur dem Chat zu folgen, wo sich diverse Experten und Spezialisten einwählen werden. Also dieses Hashtagging ist wirklich exzellent. Und bevor jetzt Unmut aufkommt nach dem Motto, naja gut, wer benutzt den Hashtag denn? Das hatte man auch 2019 sich mal angeguckt. Und viel besser geht es meines Erachtens nicht. Sie sehen, dass sowohl Doktor als auch Patienten, als auch Interessensvertreter, Advocacy Groups und so wirklich im großen Stil diesen Hashtag benutzen. Das heißt, Sie kriegen hier nicht eine reine Experten- und nicht eine reine Patientenmeinung, sondern Sie kriegen einen kompletten
Überblick, was die meisten Leute so zu dem Thema denken. Und neben den eigentlichen Themen, also neben den unterschiedlichen Krebsarten, die man per Hashtag aussuchen kann, muss man sagen, haben sich die Hashtags auch bei den Konferenzen durchgesetzt. Jede Konferenz hat ihren eigenen Hashtag, das ist dann irgendwie sowas, so XYZ22, immer das Jahr am Ende, meistens in 2 Ziffern, weil man ja bei Twitter bekanntlicherweise nicht so wahnsinnig viel Platz hat an Zeichen, die man pro Nachricht verwenden kann. Oder sowas könnte auch sein, ABCD, dann vielleicht 2021, dann wäre der Hashtag ABCD21. Kleiner Nachteil, den wir aber hier bei Twitter auf jeden Fall nennen müssen, die ganze onkologische Community, das ganze Krebsforschungsthema ist auf Twitter rein Englisch. Also hier hat sich bislang noch nichts durchgesetzt, was man irgendwie als Hashtag auf Deutsch verwenden könnte. Die meisten Kollegen twittern auch auf Englisch und ich muss auch eingestehen, dass mein Twitter-Account rein englischsprachig ist. Mit OncoEducation haben wir noch keinen Twitter-Account und ich liebäugle so ein kleines bisschen damit, das noch zu machen und dann den Hashtag OncoEducation genauso zu verwenden wie die übrigen Hashtags, die ich gezeigt hatte. Vielleicht können Sie mir da kurz in die Kommentare eine kleine Meinung hinterlassen, ob Sie sich das dann auch gegebenenfalls angucken würden. Ansonsten würde ich mir die Mühe natürlich nicht machen. Wir können das Ganze mal ausprobieren. Hier hätte ich einfach mal den Hashtag LCSM als Suchbegriff eingegeben und Sie sehen, da kommt eine ganze Menge an lungenkrebsspezifischen Nachrichten. Das gleiche wäre jetzt auch der Fall, wenn Sie BCSM und eingeben würden. Da würden Sie schon von absoluten Experten gute Nachrichten bekommen. Sie sehen auch, dass direkt vorgeschlagen wird, den LCSM-Chat mal auszutesten. Wenn wir das jetzt kombinieren mit zum Beispiel ELCC22, European Lung Cancer Conference 2022, dann sehen Sie halt alle Beiträge mit dem Hashtag LCSM und mit dem Hashtag der Konferenz. Also um einen kurzen Überblick zu bekommen, was auf einer Konferenz Neues besprochen wurde, Neues berichtet wurde, eignet sich das wirklich wunderbar. Schauen wir uns jetzt ein bisschen die anderen Anbieter an Social-Media-Diensten an und was die mit Onkologie zu tun haben. Und da kann man den Stakeholdern jetzt nicht einen Pokal in die Hand drücken, sondern die tanzen so ein bisschen mit. Und da als erstes sei natürlich Facebook genannt. Facebook hat eine nach wie vor relativ große Mitgliederanzahl oder Leute, die dort einen Account haben. Und auch von der Altersstruktur ist es natürlich so, dass Facebook eigentlich so gut wie die meisten Leute über 40 Jahre haben. Kritisch kann man sagen, Leute unter 40 benutzen es jetzt nicht mehr so wahnsinnig frequent. Bei Facebook muss ich Sie ganz besonders auf die Gruppen hinweisen. Es ist so, dass es bei Facebook wirklich extrem gut und einfach gelingt, private Gruppen zu machen. Das heißt, wo der Administrator auch festlegen kann, wer an der Gruppe teilhaben kann. Und das gibt es wirklich für ganz viele verschiedene Patientenorganisationen oder Patientengruppen, dass man sich auf diesem Wege austauschen kann. Wie gesagt, weil Facebook relativ viel benutzt wird. Wie gesagt, man kann diese Gruppen geschlossen machen und da muss man sagen, ist Facebook auch ziemlich gut. Also, dass man irgendwas von einem Hack von geschlossenen Gruppen mal gehört hätte, fällt mir aktuell nichts ein. Also, wenn man nach Twitter einen Facebook-Account hat und dort gucken möchte, wo Onkologie angesiedelt ist, unbedingt mal schauen, ob es bei den Gruppen welche gibt, die Sie als Patient spezifisch repräsentieren oder wo Sie Gleichgesinnte finden. Kommen wir zu Instagram und Instagram hat ja eigentlich auch ein Hashtag-System. Hier muss man nur sagen, das ist komplett bezüglich Wissenschaft oder Krebsforschung oder Krebstherapie an Instagram vorbeigegangen. Also hier findet man enorm wenig Hashtags, die sich mit dem Thema wirklich beschäftigen. Oder wenn es die Hashtags gibt, sind die kaum verteilt worden. Also hier ist das ja schon eine Sache, die vielleicht weniger wissenschaftlich ist, weniger inhaltsgetrieben ist, dafür aber natürlich eine besondere Community dahinter ist. Es gibt wirklich zahlreiche Gleichgesinnte, zahlreiche Patienten, zahlreiche Ärzte, zahlreiche Patientenvertreter auf Instagram, die einen da regelmäßig auf dem Laufenden halten. Auch sind hier alle Organisationen, amerikanische Krebsorganisationen, deutsche Krebsorganisationen etc. gut vertreten. Nur, das muss man vorweg sagen oder muss man immer im Hinterkopf haben, so die absolut stärkste Plattform im Bereich der Onkologie ist Instagram mit Sicherheit nicht.
Aber die Leute, die Instagram nutzen, nutzen es in der Regel auch auf Deutsch. Das heißt, hier haben sie nicht das Problem, was sie bei Twitter haben, dass das meiste Spannende wirklich auf Englisch vorgetragen wird und die verschiedenen Suchbegriffe in erster Linie auf Englisch gut funktionieren, sondern hier können sie sich sozusagen auf Deutsch austoben. Hier gibt es übrigens schon den Hashtag OncoEducation. Wie Sie sich vorstellen können, ist der bisher auch noch nicht so wahnsinnig häufig benutzt worden. Ich würde da die Bilder, die wir auf Instagram hochladen und vertaggen, immer mit dem Hashtag OncoEducation auch versetzen. LinkedIn wird immer genannt. In allen Social-Media-Jahresrückblicken, jetzt gerade die 2021er ja auch raus, in allen Empfehlungen wird immer gesagt, LinkedIn ist auch eine sehr zukunftsorientierte Plattform, eine sehr stark benutzte Plattform. Ich muss dazu sagen, in erster Linie ist es natürlich eine Business-Plattform. Das heißt, in erster Linie ist hier nicht der Austausch zwischen verschiedenen Patienten untereinander oder Patientenvertreter und Onkologenvertreter oder ähnlichem, sondern hier geht es in allererster Linie wirklich um potenzielle Jobangebote und. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass LinkedIn noch gar nicht ausgereizt ist. LinkedIn hat enorm viele Funktionen, die ein bisschen das Beste von Twitter, ein bisschen das Beste von Instagram, auch ein bisschen das Beste von Facebook miteinander vereinigen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir da in Zukunft noch wesentlich mehr von hören werden. TikTok ist natürlich eine komplett andere Altersstruktur. Die meisten Leute auf TikTok sind wirklich jünger, unter 20, und von Älteren wird TikTok ja in der Regel gar nicht so benutzt. Was sehr schade ist, weil ich glaube, TikTok hat ähnlich wie Instagram Reels den Vorteil des Formats, weil schon zu sehen ist, wie sehr sich dieses Kurzformat, maximal 60 Sekunden beispielsweise oder noch kürzer, im Hochformat, sodass man es am Smartphone gut gucken kann, auf dem Tablet gut gucken kann, dass das mehr und mehr kommt. Instagram hat, wie gesagt, die Reels, YouTube hat jetzt auch angefangen, die Shorts einzubauen, die exakt dieses Format übernehmen, und ich persönlich habe den Eindruck, dass dieses Format auch in der medizinischen Weiterbildung enorm Potenzial hat. Stellen Sie sich vor, Sie würden einfach irgendein Schlagwort suchen, was Sie nachlesen würden. Da haben Sie bisher eine App, wo Sie halt den Suchbegriff eingeben müssen und dann da einen Eintrag finden und den dann durchlesen müssen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt zu jedem solcher Themen ein spezifisches 10-sekündiges Video, was Sie sich einfach kurz mal angucken können, womöglich mit Text, der eingeblendet wird. Fantastisch. Also ich glaube, das Format von TikTok, damit sind wir noch lange nicht durch, glaube ich, dass das Potenzial hier wirklich enorm schlummert. Damit wären wir mit so einem ersten Aufschlag zum Thema Social Media und Onkologie oder andersrum Onkologie und soziale Medien auch schon durch. Ich glaube, wir haben die häufigsten besprochen. Als Take-Home-Message ganz wichtig: Twitter steht über allem. Twitter ist die wichtigste Social Media Plattform, die wir in der Onkologie bislang kennen. Aber Facebook lohnt sich beispielsweise aufgrund der geschlossenen Gruppen, die es da gibt, auch. Da kann man sehr gut Austausch speziell zwischen Patienten haben. Instagram eignet sich meines Erachtens aber auch mal reinzugucken und mal zu schauen, was es da zum Thema Onkologie gibt. Das ist ein bisschen versteckter, aber Sie werden sehr viel, egal aus welcher Position Sie kommen, Gleichgesinnte finden, mit denen man sich auch gut austauschen kann. LinkedIn und dann auch TikTok sind meines Erachtens die aktuell gar nicht so eine wahnsinnig große Bedeutung spielen, obwohl jeder, den ich kenne, auch einen LinkedIn-Account hat, aber die vor allen Dingen großes Zukunftspotenzial haben. Bei TikTok gar keine Frage, die sind die Vorreiter des Formats. Die haben, was die Streamingzeit angeht, in den USA YouTube überholt. Das ist schon verdammt bemerkenswert für so eine relativ enge Zielgruppe, muss man dann ja doch sagen.